Hallo zusammen. Heute geht es um eine Frage, die viele Auswanderer und digitale Nomaden beschäftigt. Was ist eigentlich besser? Ein Leben mit 4 Jahreszeiten oder ein Leben im permanenten tropischen Sonnenschein? Auf den ersten Blick klingt die Antwort einfach. Sonne gewinnt. Keine dicken Jacken, keine Heizung, keine grauen Wintertage, keine dunklen Nachmittage, kein Schnee, kein Eis, keine Kälte. Aber wenn man genauer hinsieht, wird es komplizierter. Denn jedes Klima hat seinen Preis. In Deutschland oder Mitteleuropa zahlen wir für den Winter. Heizung, warme Kleidung, Winterschuhe, Regenjacke, mehr Strom durch kürzere Tage, weniger draußen sein und manchmal auch die psychische Belastung durch Dunkelheit, Kälte und graues Wetter. Gerade Menschen, die Sonne brauchen, spüren das stark. 4 Jahreszeiten klingen romantisch. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber im Alltag bedeuten sie auch Organisation. Kleiderschrank wechseln, Wohnung heizen, Auto oder Fahrrad winterfest machen, mehr Zeit drinnen verbringen und natürlich höhere Energiekosten. Deutschland gehört bei Haushaltsstrom weiterhin zu den teuersten Ländern Europas. Im ersten Halbjahr 2025 lagen die deutschen Strompreise laut Eurostat bei 38 Euro pro 100 Kilowattstunden und damit an der Spitze innerhalb der EU. Aber jetzt kommt die andere Seite. Der tropische Sommer ist auch nicht kostenlos. Viele stellen sich Thailand, Brasilien, Panama oder die Karibik vor und denken, Shorts, T-Shirt, Flipflops, fertig. Aber tropisches Leben bedeutet auch Luftfeuchtigkeit, Klimaanlage, Ventilator, Schimmelgefahr, Mücken, Wartung, Salzluft und manchmal extreme Hitze. Wer remote arbeitet, braucht Konzentration. Und bei 32 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit arbeitet niemand dauerhaft entspannt ohne Kühlung. Die Internationale Energieagentur sagt ganz klar, Kühlung wird weltweit immer wichtiger und belastet Stromsysteme zunehmend. Schon heute machen Klimaanlagen und Ventilatoren fast 20% des Stromverbrauchs in Gebäuden aus. Das bedeutet, im Norden zahlt man oft für Wärme, in Tropen zahlt man für Kälte und manchmal zahlt man zusätzlich für die Folgen der Luftfeuchtigkeit. Ein Laptop mag keine feuchten Räume. Kameras mögen keine Feuchtigkeit. Kleidung trocknet schlechter. Wände können schimmeln. Und wer empfindlich ist, merkt das auch körperlich. Der ewige Sommer sieht auf Fotos traumhaft aus, aber im Alltag braucht er Pflege. Klimaanlage reinigen, Wohnung lüften, Technik trocken lagern, Mückenschutz kaufen, genug trinken und manchmal mittags einfach akzeptieren, jetzt geht gar nichts. Deshalb glaube ich, es gibt nicht das perfekte Klima. Es gibt nur das Klima, das zu meinem Leben passt. 4 Jahreszeiten können teuer und anstrengend sein, aber sie geben auch Struktur. Man erlebt Veränderung. Frühling fühlt sich nach Neubeginn an, Sommer nach Freiheit, Herbst nach Ruhe, Winter nach Rückzug. Der ewige Sommer gibt Leichtigkeit, aber er kann auch eintönig,
schwül und körperlich belastend werden. Für digitale Nomaden ist deshalb die entscheidende Frage nicht, wo scheint immer die Sonne, sondern wo kann ich dauerhaft gesund, produktiv und bezahlbar leben. Vielleicht ist die beste Lösung nicht der extreme Wechsel, nicht eiskalter Winter, nicht tropische Dauerhitze, sondern ein mildes Zwischenklima. Portugal, Kanaren, Madeira, Valencia, Medellin, Orte, an denen man weniger heizen und weniger kühlen muss. Mein Fazit: Der ewige Sommer ist nicht automatisch günstiger. Er verschiebt nur die Kosten. Weniger Heizung, dafür mehr Kühlung. Weniger Winterkleidung, dafür mehr Schutz vor Feuchtigkeit und Hitze. Am Ende entscheidet nicht die Postkarte, sondern der Alltag. Und genau den muss man ehrlich berechnen.